Wir testen hier heute eine neue Masse, die, ja, mal gucken, wie die funktioniert. Ich weiß es noch nicht, also das werden wir gleich sehen. Aber ich denke mir, preiswerter geht es einfach nicht und unkomplizierter vielleicht auch nicht. Also viel Spaß mit dem Video. So, los geht's. Oh, fängt schon vorher an. Erstmal wie gewohnt die Masse hier auf die Leinwand schmeißen, wenn du magst. Man kann die auch natürlich erstmal richtig durchkneten, die Masse. Dafür habe ich hier extra Handschuhe liegen, aber ich habe jetzt nur gerührt und das ging ganz gut. Also ich habe hier heute keine normale Spachtelmasse. Das fühlt man auch schon beim Auftragen. Also die ist so, ja, ein bisschen anders heute. Also die wird bestimmt nicht so reißen wie sonst. Das kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass das ein bisschen der Nachteil ist, weil das mag ich ja immer ganz gerne. Ein Palettenmesser kannst du nochmal anders verstreichen, aber hier ist es schmutzig, habe ich gerade gesehen. Und ich hoffe, es gibt jetzt nicht die Farbe hier auf meine weiße Fläche. Schau mal, du kannst die Masse richtig verschieben, aber sie haftet auch nicht so schnell. Also ich bin gespannt, ob das alles nachher so auch drauf bleibt. Dann gucken wir uns mal das Werk hier an. Also es haftet. Hier kann ich es noch so ein bisschen reindrücken. Hier ist es etwas dicker. Steht auch so ein bisschen ab. Und ja, hier fühlt es sich auch noch ein bisschen klamm an. Also es ist da auch noch so ein bisschen dunkel. Und, aber hier haftet es überall ganz gut. Also fühlt sich auch gut an. Hier sind ein paar schöne Strukturen auf jeden Fall drin. Ja, das war das, was ich machen wollte. Und jetzt wohne ich erstmal die Struktur. Also lassen wir es ein bisschen fließen hier. Ein bisschen Farbe rauf, tropfen lassen. Das ist auch immer so schön, sich das anzugucken. Also das kann man genießen und hier siehst du richtig, wie sich das in die Tiefen reinzieht. Ist fast zu schade zum Verstreichen, aber nützt ja nichts. Also wir experimentieren hier einfach mal weiter. Und doch richtig schön die Struktur raus. Genau so wollte ich das sehen hier. So schöne rote Erde noch dazu. Oder ja, ist auch immer so ein schöner Rostton, den mag ich auch immer total gerne. Ein bisschen dazu. Ist doch ein bisschen wenig. Aber ich habe hier nur so einen kleinen Rest. Kann sich auch so ein bisschen verändern, der Farbton. Also der vermischt sich ja jetzt auch etwas mit der anderen Farbe noch. Aber jetzt kam gleich ein dicker Klecks hier. Also die Farbe ruhig immer ein bisschen mehr verdünnen, aber ich kann das hier auch einfach wieder zurückgeben. Und naja doch, der Farbton passt. Also ein bisschen, natürlich jetzt ein bisschen kräftiger.
aber ich glaube, der passt trotzdem ganz gut. Was für schöne Sandfarben. Also, ups, ich bin hier gleich wieder am Meer. Also es ist so schön wie Strandspaziergang. Die ganzen Farben sind so schön, finde ich. Da könnte jetzt auch blau zu, dann bin ich hier gleich an der Küste. Oder ein bisschen grün, dann gehe ich über diese Felsen und überall sind so kleine, ja, überall wächst noch immer was Grünes. Also das ist immer so fantastisch, auch in diesen kargen Landschaften. Wir gießen hier noch mal ein bisschen nach, lassen das Grün ein bisschen wachsen oder auch laufen, mal gucken. Auch mal die Leinwand kippen. Bleib immer experimentierfreudig und probier einfach aus. Bei mir kam gerade so der Impuls. Und dann muss man dem auch einfach mal nachgehen. Und ja, und jetzt kann ich ja noch mal wieder die Farbe langsam auch wieder in die Struktur reinbringen. Ich habe gerade so gedacht, das könnte jetzt auch noch mal wieder ein bisschen heller. Das zieht ja auch schnell an. Und jetzt kriege ich den Deckel immer nicht auf. Aber egal, jetzt geht's und einfach ein bisschen weiß rauf. Ja, sieht auch gut aus. Also ist wieder was anderes. Kann natürlich auch immer ganz unterschiedlich weiterarbeiten, je nachdem. Aber ich verstreiche das jetzt hier mal vorsichtig rüber, färbe das noch mal so ein bisschen über. Hat immer was von Kalk, finde ich. Ein richtig schöner Spaziergang war das wieder. Also ich war wieder an Orten wunderbar. Also das ist ja immer so schön beim Malen, dass man so abtauchen kann und sich so fokussieren kann auf das eine, was man eben tut. Und ich finde, alleine nur diese Masse auf die Fläche zu bringen, ist schon ein kompletter Prozess für sich. Also das noch so zu bemalen, das ist dann nochmal wieder ein anderer Prozess, finde ich auch. Es hat nochmal wieder was anderes. Man kann so die Inspirationen aufnehmen, aber ja, es ist immer wieder auch noch was anderes, finde ich. Also einfach machen, mach einfach. Ich schreibe dir unter das Video oder so, was ich da gemacht habe für eine Masse und genau, der ist in Arbeit, hier der Wal. Ich wusste noch nicht genau, wo das Auge hinkommt, da muss ich dann tatsächlich noch mal gucken, wie so ein Wal aussieht. Da arbeite ich gerade dran. Und jetzt geht es raus und ich fahre gleich wieder mit dem Fahrrad zurück. Es ist sehr windig, ich hoffe, ich werde nicht nass und es fängt nicht an zu regnen. Also, hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss!
mit Strukturen zu arbeiten, das ist immer irgendwie besonders, finde ich. Also es passiert irgendwas und du weißt vorher nicht genau was. Also man kann es nicht immer so planen. Und ja, man muss sich automatisch auf diesen Prozess einlassen und experimentieren. Und das finde ich so schön. Also du bist fokussiert auf das eine, bist dabei, etwas zu tun und machst auf der Leinwand und gleichzeitig bewegt sich was in dir. Und diese Bewegung und dieses Tun, das ist einfach das, was die Kunst auch ausmacht. Also schön, dass du hier bist. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich total. Danke für eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Ob es das Liken ist, ob es ein Abo ist oder ein Kommentar, da freue ich mich total drüber. Ich freue mich natürlich total über unseren Chat. Das ist immer ganz was Besonderes. Also, greif zu deinen Farben. Jetzt geht's los. Fang an. Tschüss.